Er war die Stimme des Friedens, ein Symbol der Demut und ein geistlicher Führer für über 1 Milliarde Menschen. Doch in seinen letzten Tagen nahm Papst Franziskus eine Botschaft auf, die der Vatikan der Öffentlichkeit vorenthalten wollte. Und jetzt ist sie endlich ans Licht gekommen. Was er im Alter von 88 Jahren, nur wenige Tage vor seinem Tod, sagte, hat die Gläubigen erschüttert und die Welt mit mehr Fragen als Antworten zurückgelassen. Sind Sie der Meinung, dass mächtige Institutionen wie der Vatikan alles an die Öffentlichkeit geben sollten? Kommentieren Sie 1 für Ja, 0 für Nein. Ihre Stimme zählt in dieser Geschichte. Lassen Sie uns herausfinden, was Papst Franziskus in seinen letzten Momenten enthüllte und warum einige sagen, die Kirche wolle nicht, dass diese Botschaft verbreitet wird. Papst Franziskus, eine Reise des Glaubens und des Wandels. Bevor er zu einer der einflussreichsten geistlichen Persönlichkeiten der Welt wurde, war Jorge Mario Bergoglio nur ein Junge, der am 17. Dezember 1936 als Sohn italienischer Einwanderer in Buenos Aires, Argentinien, geboren wurde. Bergoglios Weg in den Vatikan war alles andere als gewöhnlich, denn er war von klein auf ruhig, fleißig und tief spirituell. Er studierte Chemie, tanzte Tango und hatte eine kurze romantische Beziehung. Doch mit Anfang 20 fühlte er sich zum Priestertum hingezogen. Er trat in die Gesellschaft Jesu, die Jesuiten, ein und versprach, ein Leben in Armut, Gehorsam und Dienst zu führen. Als Jesuit war Bergoglio mehr als nur ein Gelehrter. Er war ein Mann des Volkes. Als er 1998 zum Erzbischof von Buenos Aires ernannt wurde, weigerte er sich, im Bischofspalast zu wohnen und entschied sich stattdessen für eine bescheidene Wohnung, in der er selbst kochte und öffentliche Verkehrsmittel benutzte. Für die Mächtigen war er ein Rätsel. Für die Armen war er ein stiller Retter. Bergoglio lief barfuß durch die Slums, während andere hinter den Kirchenmauern blieben. Dan, am 13. März 2013, schlug der Blitz ein, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Ein Blitz schlug in die Kuppel des St. Peters Doms ein, einige Stunden bevor weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle aufstieg. Drinnen hatten Kardinäle aus aller Welt gerade den ersten jesuitischen Papst gewählt, den ersten aus Amerika und den ersten nicht-europäischen Papst seit mehr als 1200 Jahren. Jorge Mario Bergoglio setzte ein Zeichen, als er auf den Balkon trat und den Namen Franziskus annahm, zu Ehren des Heiligen, der sich für den Frieden und die Armen einsetzte. Die Kirche war im Begriff, sich zu verändern, aber es würde nicht einfach werden. Papst Franziskus übernahm das Papstamt in einer Zeit der Krise. Die katholische Kirche litt unter den jahrzehntelangen Skandalen um sexuellen Missbrauch, dem Rückgang der Besucherzahlen und dem wachsenden Misstrauen in der modernen Welt. Während seine Vorgänger die Tradition verteidigten, versuchte Franziskus, sie in Frage zu stellen. Er legte den päpstlichen Prunk ab, lehnte die luxuriöse päpstliche Wohnung ab und erklärte berühmt, »Wer bin ich, dass ich richten kann?« Worte, die in allen Diskussionen über Homosexualität, Inklusion und Reformen nachhallen sollten. Er öffnete die Archive des Vatikans über Papst Pius XIII. Und den Holocaust, hieß Klimawissenschaftler auf dem Heiligen Stuhl willkommen und förderte den interreligiösen Dialog mit Muslimen und Juden gleichermaßen. Seine Enzykliken zum Klimawandel und zur wirtschaftlichen Ungleichheit haben sowohl Lob als auch Kritik geerntet. Er prangerte die Auswüchse des Kapitalismus an, plädierte für eine arme Kirche für die Armen und warnte wiederholt vor der Globalisierung der Gleichgültigkeit. Doch nicht jeder begrüßte seine Vision. Die Spannungen innerhalb des Vatikans schwelten. Traditionalistische Kardinäle kritisierten offen seine Standpunkte. Verschwörungstheorien begannen zu kursieren. Ging Franziskus zu weit, zu schnell? Manche befürchteten eine Spaltung. Er wurde angegriffen, weil er kirchliche Positionen aufweichte, die LGBTQ+-Gemeinschaft willkommen hieß und gegen die tief verwurzelte finanzielle Korruption innerhalb der Vatikanbank vorging. Er entließ Beamte und führte geheime Untersuchungen durch. Nach einem mysteriösen Finanzskandal um Londoner Immobilien trat er 2020 die Nachfolge des mächtigen Kardinals Angelo Becciu an. Hinter den Kulissen entwickelte sich der Vatikan weiter, was nicht jedem gefiel. Doch Papst Franziskus ließ sich nicht beirren. Sein Reiseplan war unerbittlich. Er besuchte die Zentralafrikanische Republik während des Bürgerkriegs, betete am Ground Zero in New York und ging durch die Ruinen von Mosul im Irak. Nur wenige Wochen nachdem die ISIS vertrieben wurde.
Am Gründonnerstag wusch er Gefangenen und Einwanderern die Füße, führte Klimamärsche aus der Ferne an und setzte sich während der Pandemie für Sünde und wissenschaftliche Zusammenarbeit ein. Er war der Papst des Volkes, derjenige, der zuhörte, sich über Konventionen hinwegsetzte und überall, wo er hinkam, Mitgefühl auszustrahlen schien. Doch mit der Zeit zeigten sich erste Risse. Im Jahr 2022 sah man Papst Franziskus häufig in einem Rollstuhl sitzen. Obwohl offiziell von einem Knieproblem die Rede war, gab es Gerüchte über ernstere Probleme. Wiederkehrende Lungenkomplikationen nach einer Operation, die er als Kind hatte. Oder vielleicht etwas Neurologisches. Er sagte Reisen ab, wirkte gebrechlicher und sprach häufiger über seinen Rücktritt, was Parallelen zu seinem Vorgänger, Papst Benedikt XVI, aufzeigte, der 2013 bekanntlich zurücktrat. Doch Franziskus zog sich nicht zurück. Er bestand darauf, bis zum Ende zu dienen. Einige Menschen bemerkten in den letzten Monaten seines Lebens subtile Veränderungen. Er sprach häufig von Tod, Verantwortlichkeit und Dingen, die im Verborgenen blieben. In privaten Treffen spielte er auf Bedrohungen innerhalb der Kirche an, auf dunkle Kräfte, die sich der Reform widersetzten. Er warnte vor Wölfen im Schafspelz. Er sagte kryptische Dinge wie, das Haus Gottes muss gereinigt werden, auch wenn die Fundamente wackeln. Diese Aussagen sorgten nicht für Schlagzeilen, doch wer aufmerksam war, konnte sie deutlich erkennen. Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus und sein Tod. Papst Franziskus hatte es nicht nur mit Alter und Krankheit zu tun. Er kämpfte mit etwas viel Größerem, einem geistigen Kampf vielleicht. Oder vielleicht eine politische. Als dann im Jahr 2025 der Frühling kam, zog der Vatikan den Kreis um den Papst enger. Öffentliche Auftritte wurden gekürzt. Sein letzter Sonntagssegen wirkte steif, fast roboterhaft. Die Kameras fingen ein, wie er sich abmühte, Sätze zu bilden. Hinter ihm wirkten die Helfer nervös. Es kursierten Gerüchte, dass der Papst schwer erkrankt sei, aber es gab keine offizielle Nachricht. Denn Schweigen. Mit seinem frühen Tod trauert die Welt nicht nur um einen Führer, sondern auch um einen Mann, der die Last der Geschichte, des Skandals, der Reform und des Glaubens trug. Ein Mann, von dem viele glauben, dass er mehr wusste, als er mit Sicherheit preisgeben konnte. War sein Tod wirklich friedlich? Oder war er der Höhepunkt eines langen, stillen Kampfes? Nicht nur um seine Gesundheit, sondern auch um die Seele der Kirche. Dies ist die Geschichte von Papst Franziskus, eine revolutionäre Figur, ein bescheidener Mann und ein Papst, dessen Vermächtnis und letzte Tage alles andere als einfach sind. In Anbetracht der Tatsache, dass Papst Franziskus häufig als der zugänglichste und aktivste Papst seit Jahrzehnten bezeichnet wird, war es schwierig, die allmähliche Verschlechterung seines Gesundheitszustands zu ignorieren, die er erlebt hat. In der Vergangenheit hatte er viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil er bereit war, den weniger Glücklichen zu helfen, die engen Treppen in den Slums von Manila zu bewältigen und mühelos Flüchtlingslager zu durchqueren. Anfang der 2000er Jahre und in seinen 20er Jahren begann der lebensfrohe Mann, der seinem Alter zu trotzen schien, jedoch sichtbare Verschleißerscheinungen zu zeigen. Der Vatikan entschied zunächst, dass es sich nur um eine leichte Krankheit handelte. Nur ein leichtes Hinken hier und eine Veranstaltung, die abgesagt wurde. Dort. Es bestehe kein Grund zur Sorge, versicherten sie mir. Diejenigen, die die Situation aufmerksam beobachteten, bemerkten jedoch eine Veränderung. Im Jahr 2022 war Franziskus nicht mehr in der Lage, ohne Hilfe zu gehen. Bei seinen öffentlichen Auftritten begann er, sich mit einem Stock zu bewegen. Danach kam der Rollstuhl. Trotzdem lächelte er. Er segnete weiterhin große Menschenmengen. Trotzdem hielt er seine Reden mit der Inbrunst eines Mannes, der auf einer Mission war. Der Vatikan mag den Eindruck erweckt haben, dass sein Zustand nicht so ernst sei, wie er tatsächlich war. Im Juli 2021 wurde Papst Franziskus an seinem Dickdarm operiert. Obwohl die Behörden berichteten, dass er sich vollständig erholt hatte, gab es Quellen innerhalb des Vatikans, die etwas anderes behaupteten. Die Operation hatte einen hohen Tribut gefordert, und es gab Gerüchte, dass die Komplikationen länger andauerten als erwartet. Es hatte den Anschein, dass Franziskus seit langem bestehende Atemprobleme, die von einer schweren Lungeninfektion herrührten und schon seit seiner Kindheit bestanden, nun wieder auftraten. Er hatte nur noch eine funktionstüchtige Lunge, und selbst diese begann zu schwächeln. Trotzdem reiste er weiter, unter anderem nach Bahrain, Kanada, Kasachstan und in den Irak.
der sich mitten im Krieg befand. Sein Zeitplan war äußerst anspruchsvoll. Es war, als ob er sich bewusst war, dass seine Zeit ablief. Und er wollte mit allen Teilen der Welt in Kontakt treten, solange er noch die Möglichkeit dazu hatte. Dennoch wurde den Beobachtern bewusst, welchen Tribut er mit jeder Reise forderte. Während der Messe lallte er gelegentlich, machte längere Pausen als gewöhnlich oder hatte Mühe, sich aufrecht zu halten. Anfang 2024 verstärkten sich die Befürchtungen. Wegen einer Bronchitis sagte Franziskus seine Reise nach Dubai, wo er an einem großen Klimagipfel teilnehmen sollte. Abrupt Ab. Die Erklärung des Vatikans war jedoch nicht eindeutig. Einigen Berichten zufolge handelte es sich um einen sehr viel ernsteren Zustand, ein Atemversagen, das beinahe eine sofortige Einweisung ins Krankenhaus erforderlich gemacht hätte. In den folgenden Monaten wurden immer mehr Veranstaltungen aus seinem Kalender gestrichen. Bei bestimmten Mittwochsaudienzen ging er nicht mehr zu den Veranstaltungen. Nicht einmal die Ostermesse wurde verkleinert. Trotzdem hat der Vatikan keine Informationen veröffentlicht. Es wurde keine spezifische Erklärung für seinen sich verschlechternden Zustand gegeben. Stattdessen wurden allgemeine Aussagen über die Bedeutung von Ruhe und regelmäßigen Untersuchungen gemacht. Die Ungewissheit wirft in einer Kirche Fragen auf, solange sie ihre Traditionen und ihre Ordnung aufrechterhält. Außerdem begannen einige Personen, die sich bereits im Vatikan aufhielten, hinter dessen hohen Mauern zu tuscheln. Die Situation war nicht in Ordnung. Dann kam die eigentümliche Woche. Der Papst sagte abrupt 5 aufeinanderfolgende Veranstaltungen ab dem 14. April 2025 ab, ohne dies vorher anzukündigen. Es wurde keine Erklärung abgegeben. Es wurde keine einzige Videobotschaft hochgeladen. Obwohl sie von Reportern bedrängt wurden, behielten die Mitarbeiter des Vatikans ihre starre Miene bei. Am 17. April wurde kurz beobachtet, wie Papst Franziskus durch einen Korridor im Apostolischen Palast gerollt wurde. Man sah ihn mit gesenktem Kopf und stillen Lippenbewegungen unterwegs. Einige meinten, er würde beten. Andere bemerkten, dass er desorientiert zu sein schien. Am folgenden Tag, dem 18. April, hatte er seinen letzten öffentlichen Auftritt. In einem unerwarteten Video, das von den vatikanischen Medien veröffentlicht wurde, sah man ihn in einem Raum mit relativ schwacher Beleuchtung sitzen und ein kurzes Gebet sprechen. Doch es gab ein Problem. Es hatte einen ungewöhnlichen Lichteffekt. Seine Haut schien blass zu sein. Wenn er sprach, war seine Stimme, die normalerweise klar und warm war, rau und gleichgültig. Es waren keine Reporter anwesend und es gab kein Live-Publikum. Alles, was zu sehen war eine statische Aufnahme und der Ton war äußerst feierlich. Nach einer einzigen Ausstrahlung war die Sendung auf den offiziellen Kanälen nicht mehr zu sehen. Danach herrschte absolute Stille. Der Tod von Papst Franziskus und die Geheimniskrämerei des Vatikans. Seit dem 19. April gab es keine neuen Erklärungen, keine öffentlichen Sichtungen, keine Aktualisierungen und nicht einmal eine Bestätigung, dass er noch am Leben ist. Am 20. April verbreitete das Presseamt des Vatikans eine Mitteilung, die aus einem einzigen Satz besteht: Der Heilige Vater macht eine Pause. Hinter den Kulissen hat der Vatikan jedoch seine Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Der Zugang zu den päpstlichen Gemächern wurde von Schweizer Sicherheitskräften kontrolliert. Die Hintertore des Vatikans wurden von nicht gekennzeichneten medizinischen Fahrzeugen durchquert, die in beide Richtungen fuhren. Ein medizinisches Team aus dem Ausland sei mit diplomatischer Genehmigung eingeflogen worden. So eine Quelle, die anonym bleiben wollte. Die Ankündigung wurde von Kardinal Kevin Farrell am Morgen des 21. April 2025 um genau 7,35 Uhr gemacht. Vatikanische Zeit. Er war derjenige, der die Ankündigung machte. Wir möchten Ihnen unser tiefstes Beileid zum Ableben seiner Heiligkeit Papst Franziskus übermitteln, der auf sehr friedliche Weise in seiner Privatwohnung verstorben ist. In seiner stillen Erklärung, die die katholische Welt erschütterte, machte er keine Angaben zur Todesursache, zum Zeitpunkt oder zu Zeugen. Und was ist mit der Ruhe? Das haben sich viele Leute gefragt. Sofort wurde die Aufmerksamkeit auf eine Reihe von Unregelmäßigkeiten gelenkt. Was war der Grund für das Fehlen eines offiziellen Todeszeitpunkts? Was war der Grund dafür, dass der Vatikan in den vergangenen 3 Tagen keine Informationen zur Verfügung gestellt hatte? Und warum wurden die Angestellten des Vatikans angewiesen, ihre Mobiltelefone in den Stunden nach seinem Tod abzugeben? Journalisten und treue Anhänger begannen gleichermaßen, über das Phänomen zu spekulieren. Handelt es sich um ein plötzliches und schwerwiegendes medizinisches Ereignis?
Ist er im Schlaf verstorben oder wurde er nach einer Zeit, in der er nicht untersucht wurde, als nicht ansprechbar entdeckt? Es gab Gerüchte, die von einem Sturz ausgingen. Andere behaupteten, sie seien während einer privaten Messe zusammengebrochen. Einem nicht überprüften Bericht zufolge wurde vermutet, dass ihm in einer Notsituation Sauerstoff verabreicht worden war, das Gerät aber zu spät eingetroffen war. Danach gab es Theorien, die dramatischer waren. Hatte jemand seiner Stimme ein Ende gesetzt? Hatte er etwas entdeckt, das seine weitere Existenz unangenehm machte, wie zum Beispiel versteckte Informationen, Drohungen oder Korruptionsfälle? Es mag unwahrscheinlich erscheinen, aber die Geschichte hat uns gelehrt, dass der Tod eines Papstes fast nie unumstritten ist. Ein Beispiel dafür wäre Johannes Paul de Mers, der nur 33 Tage nach seiner Wahl unter Umständen verstarb, die noch immer von vielen diskutiert werden. Obwohl Franziskus nicht mehr im Amt ist und der Vatikan sich in Schweigen hüllt, wird die langjährige Tradition der Geheimhaltung fortgesetzt. Das ist, was wir wissen. Papst Franziskus war verletzlicher, als irgendjemand zugab, isolierter, als die Welt es wahrnahm, und trug möglicherweise Lasten, die er in seinen letzten Tagen nicht mehr laut aussprechen konnte. Er war auch isolierter, als alle dachte. Eines ist sicher, unabhängig davon, was in diesen letzten 3 Tagen und Nächten geschehen ist. Es ist nicht richtig zu sagen, dass der Tod von Papst Franziskus das Ende eines Papsttums bedeutet. Es war der erste Schritt zur Enträtselung eines Geheimnisses. Der Vatikan hat eine feierliche Botschaft veröffentlicht, die in allen Regionen der Welt zu hören sein wird, wenn sie übermittelt wird. Wir möchten Ihnen unser tiefstes Beileid zum Ableben seiner Heiligkeit Papst Franziskus übermitteln, der auf sehr friedliche Weise in seinem Privathaus verstorben ist. Die Erklärung war knapp, zurückhaltend und mit einer Ruhe vorgetragen, die fast zu gelassen war, um als Erklärung durchzugehen. Die Liste enthielt keine spezifische Todesursache. Es wurde kein Arzt zitiert. Der genaue Todeszeitpunkt wurde nicht genannt. Es schien, als sei die Ankündigung bedeutungslos für einen Mann, der von mehr als 1 Milliarde Menschen gekannt und geliebt wurde. Kardinal Kevin Farrell, der die offizielle Erklärung abgab, gab keinen weiteren Kommentar ab, sondern blieb stumm. Die Welt versank jedoch innerhalb weniger Minuten in einen Zustand der Trauer und Verwirrung. Nachrichtensender aus aller Welt eilten herbei, um über die Eilmeldung zu berichten. In allen katholischen Einrichtungen wurden die Flaggen gesenkt. In Kathedralen auf der ganzen Welt läuteten die Glocken. Überall auf der Welt, von Buenos Aires bis Boston, versammelten sich Menschen. Manche beteten, andere saßen einfach nur fassungslos da. Erinnerungen, Ehrungen und Fragen überschwemmten die sozialen Medien nach Bekanntwerden der Nachricht. Von dem Moment an, in dem die Ankündigung an die Öffentlichkeit gelangte, begann in privaten Kreisen eine tiefgründigere und ungewohnte Konversation stattzufinden. Was war der Grund für dieses Gefühl, inszeniert zu sein? Warum gab es einen solchen Mangel an Offenheit? Ein genauer Blick auf die zeitliche Abfolge der Ereignisse drängt sich auf. Papst Franziskus war seit dem 18. April, also 3 volle Tage vor der Ankündigung, von keinem Außenstehenden mehr gesehen worden. Wie Quellen innerhalb des Vatikans, die nicht genannt werden wollten, berichten. Es gab keine Videoadressen, keine Fotos und keine öffentlichen Segnungen während dieses Zeitraums. Diese völlige Verdunkelung hat im digitalen Zeitalter, in dem Transparenz erwartet wird, für Aufregung gesorgt. Um den 19. April herum berichteten außerdem einige Vatikan-Korrespondenten, die in Rom stationiert waren, dass der Zugang zum Apostolischen Palast abrupt eingeschränkt wurde. Das Schweizer Sicherheitspersonal, das Journalisten normalerweise mit höflicher Gleichgültigkeit begegnete, war streng geworden und weigerte sich, Fragen zu beantworten, die ihm gestellt wurden. Alle Zugangsprotokolle für bestimmte Bereiche waren vollständig gelöscht worden. Selbst Mitglieder des Vatikanischen Pressekorps sprachen die Tatsache an, dass sie auf ungewöhnliche Weise daran gehindert worden waren, an ihren täglichen Briefings teilzunehmen. Die Verzögerung in der Kommunikation in Verbindung mit der für den Vatikan charakteristischen Geheimniskrämerei schuf die idealen Bedingungen, um Verdacht zu schöpfen. Gegen Mittag begannen führende Politiker aus aller Welt Erklärungen abzugeben. Inmitten der weit verbreiteten Verwirrung bezeichnete Vizepräsident Joe Biden, der zweite Katholik in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der das Amt des Präsidenten bekleidet, Papst Franziskus als Leitstern der moralischen Klarheit. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bezeichnete ihn als Brücke zwischen den verschiedenen Zivilisationen. Unter Tränen hielt der argentinische Staatspräsident Javier Milei in der
Metropolitan-Kathedrale von Buenos Aires eine Mahnwache ab und sagte, er war unser Mann, ein Mann Argentiniens, der Welt und Gottes. Trotz der zahlreichen Beileidsbekundungen gab der Vatikan keine weiteren Erklärungen ab. Der Tod von Papst Franziskus und die Reaktion des Vatikans. In der Tat haben die nachfolgenden Ereignisse das Geheimnis nur noch weiter gelüftet. Alle jüngsten Videos von Papst Franziskus, die auf den offiziellen YouTube-Kanal und die Archiv-Website des Vatikans hochgeladen wurden, wurden entfernt. Das letzte Video der Segnung, das am 18. April veröffentlicht wurde, ist verschwunden. Unerwartet hat Radio Vatikan seine stündlichen Sendungen eingestellt, auf dem offiziellen Twitter-Account des Papstes, der zuvor täglich mit Gebeten und Betrachtungen aktualisiert worden war, wurde kein Abschiedspost gepostet. Außerdem wurde das Konto still. Die gesamte Online-Präsenz des Papstes schien zu verschwinden, als ob jemand seine letzten Tage absichtlich vor den Augen der Öffentlichkeit verbergen wollte. Am 22. April begannen sich Gerüchte im gesamten Internet zu verbreiten. Einige behaupteten, der Papst sei bereits einige Tage zuvor verstorben, aber der Vatikan habe abgewartet, bis er eine Möglichkeit gefunden habe, auf diese Möglichkeit zu reagieren. Andere behaupteten, der Heilige Vater sei während eines privaten Treffens mit hochrangigen Beamten ohnmächtig geworden, möglicherweise als Folge des Erhalts beunruhigender Informationen. Einem unbestätigten Leck zufolge verbrachte er seine letzten Stunden nicht im Bett, sondern in der päpstlichen Kapelle, wo er allein eingeschlossen war und erst entdeckt wurde, als er auf Klopfen an der Tür nicht reagierte. Ein ehemaliger Archivar des Vatikans teilte italienischen Medien anonym mit, dass der Papst kürzlich einen versiegelten Bericht über interne Korruption in Auftrag gegeben habe und dass das Dokument in den Tagen vor seinem Tod auf mysteriöse Weise verlegt worden sei. Diese Information steht im Widerspruch zu der früheren Aussage des Archivars des Vatikans. Natürlich gibt es keine Möglichkeit, dies offiziell zu bestätigen. Der Vatikan hat sich jedoch nicht beteiligt. Die Sprecher betonten immer wieder, dass der Heilige Vater zum Herrn zurückgekehrt sei. Es ist unsere Pflicht, für seine Seele zu beten. Sie reichte für eine große Zahl von Gläubigen aus. Der Saint. Der Petersplatz war voller Menschen, von denen viele Kerzen und Fotos von Papst Franziskus in der Hand hielten. Die Tore waren mit Blumen geschmückt. Wenn sie ein Gebet brauchten, knieten die Pilger nieder. Es wurde mit Liedern gesungen und hielten Rosenkränze fest umklammert. Die Beichtschlangen erstreckten sich über mehrere Blocks. Die Menschen erinnerten sich an den Papst, der Mitgefühl mit denjenigen gezeigt hatte, die als soziale Außenseiter galten, der die Messe in Gefängnissen gefeiert hatte, der sich geweigert hatte, ein Urteil zu fällen und der alle Regeln gebrochen hatte, um diejenigen zu erreichen, die unerreichbar waren. Andererseits war die ganze Angelegenheit für einige Menschen, vor allem für diejenigen, die eng mit der Kirchenpolitik verbunden waren, eine äußerst beunruhigende Erfahrung. Zu ordentlich, zu friedlich und zu gut getimt für ihre Bequemlichkeit. Ein erfahrener europäischer Diplomat, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, machte die Bemerkung, dass die Erklärung des Vatikans, eine Person sei friedlich verstorben, jede Bedeutung haben könnte. Wenn die Dinge nicht so waren, wie sie behauptet wurden, haben sie diese Sprache in der Vergangenheit verwendet. Tatsächlich erinnerten sich viele Menschen an das Ableben von Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1978, der nach nur 33 Tagen im Amt tot im Bett aufgefunden wurde, ohne dass eine Autopsie durchgeführt wurde, ohne dass es eine endgültige Erklärung gab, und mit einer Fülle von Theorien, die bis heute nicht geklärt sind. Im Jahr 2025 war die katholische Kirche erneut mit dem Verlust eines Papstes konfrontiert, der sich für Reformen einsetzte, und die Umstände seines Ablebens waren unklar. Dieses rätselhafte Erbe schien noch lange nachzuwirken. Die Notwendigkeit, sich schnell auf das Konklave vorzubereiten, trug zur Spannung bei. Es wurde berichtet, dass das Kardinalskollegium bereits wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Todes von Papst Franziskus mit der Koordinierung der Reisevorbereitungen begonnen hatte. Die Einladungen waren bereits auf dem Postweg. Es wurden logistische Vorkehrungen getroffen. Trotzdem gab es keinen endgültigen Termin für die Beerdigung. Es gab keine offensichtliche Todesursache, kein einziges Detail über seine letzten Stunden. Das Räderwerk der Kirche war in Bewegung. Auf der anderen Seite wurden die Gläubigen mit ihren Seelen im Dunkeln gelassen. Vielleicht ist es das, wo es denjenigen, die um Papst Franziskus trauern, am meisten wehtut. Abgesehen von der Tatsache, dass er nicht mehr unter uns weilt,
fühlt sich sein Tod wie eine Seite an, die aus einem Buch gerissen wurde, das wir nie zu Ende lesen konnten. Wir waren nicht in der Lage, die letzten Worte des Kapitels zu lesen, weil es geschlossen worden war. Selbst in einer Kirche, die über Licht predigt, gibt es noch Schatten. Eine Frage beschäftigt die heilige Stadt nach wie vor, auch innerhalb der Grenzen des Vatikans. Was hat den Tod von Papst Franziskus verursacht? Was will man uns nicht wissen lassen? Während die Menschen auf der ganzen Welt versuchten, mit dem Tod von Papst Franziskus zurechtzukommen, begann sich hinter den Kulissen ein anderes Narrativ zu entwickeln. Die sorgfältig formulierte Version der Ereignisse durch den Vatikan wurde von der Person, die sich weigerte, sie zu akzeptieren, zurückgewiesen. Obwohl es in der offiziellen Erklärung hieß, dass er friedlich in seinem Privathaus verstorben sei, gab es keine Informationen über seinen Gesundheitszustand, kein Zeugnis eines Arztes, keine Autopsie und keinen Bericht eines Augenzeugen. Das Einzige, was gesagt wurde, war ein vorformulierter Nachruf und Schweigen. Inmitten dieser Stille begannen Fragen zu keimen. Der Vatikan ist seit langem ein Magnet für Misstrauen, denn er ist eine Institution, die auf jahrhundertelangen Ritualen und Geheimhaltung aufgebaut ist. Trotzdem schienen die Umstände des Todes von Papst Franziskus selbst für seine eigenen undurchsichtigen Verhältnisse seltsam choreografiert zu sein. Ich empfand den Zeitpunkt als günstig, sogar zu günstig. Der Tod von Papst Franziskus und die Mythen des Vatikans. Eine Reihe von Auftritten wurde abgesagt. Der apostolische Palast war plötzlich verschlossen. Es gab keine digitale Präsenz und keine Pressegespräche. Danach verschwand er im Handumdrehen spurlos. Einige Leute sprachen von einem heiligen Timing. Andere sprachen von einem anderen Namen. In den Tagen nach der Ankündigung tauchten Berichte italienischer Journalisten auf, die darauf hindeuteten, dass Papst Franziskus im Besitz eines sensiblen Dossiers gewesen sei. Bei diesem Dossier handelte es sich um eine Akte, die detaillierte Anschuldigungen über finanzielle Korruption, Machtmissbrauch und geheime politische Machenschaften in den höchsten Ämtern der Kirche enthielt. Sie flüsterten, der Papst bereite sich darauf vor, die Informationen freizugeben und sie dann an ein globales interreligiöses Konsortium weiterzugeben, wodurch die traditionellen Kanäle, die der Vatikan zur Kommunikation mit der Welt nutzt, umgangen würden. Das betreffende Dossier ist unseres Wissens nach nie gefunden worden. Im Laufe der Woche vor seinem Tod beobachteten einige Vatikan-Insider ein beunruhigendes Muster. In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse ersuchte der Papst um private, außerplanmäßige Treffen mit 3 Kardinälen, von denen jeder dafür bekannt war, seine Reformagenda zu kritisieren. Es wurde berichtet, dass einer von ihnen das Treffen ablehnte. Eine weitere Person war anwesend und beschrieb das Ereignis später als äußerst privat. Seit dem Tod des Papstes hat die dritte Person keine öffentlichen Erklärungen oder Kommentare abgegeben. Dienten diese Gespräche dem Abschied oder waren es Konfrontationen? Das Fehlen von Antworten führte zur Verbreitung verschiedener Theorien. Nach einer Version der Ereignisse erlitt der Papst einen plötzlichen und katastrophalen Gesundheitszustand. Möglicherweise einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Aber die vatikanischen Behörden zögerten die Bekanntgabe hinaus, um einen würdevolleren Abgang zu inszenieren. Diese Hypothese wirft eine Reihe von Fragen auf. Warum die Verzögerung? Was musste alles gereinigt, inszeniert oder verheimlicht werden, bevor die Öffentlichkeit davon erfuhr? Eine andere, noch unheimlichere Theorie besagt, dass es Sabotage gab. In einigen Online-Foren wurde spekuliert, dass Papst Franziskus in den letzten Stunden seines Lebens unter Drogen gesetzt, zum Schweigen gebracht oder gegen seinen Willen isoliert worden sein könnte. Diese Foren beriefen sich auf anonyme Leaks und Analysen der Körpersprache in der letzten Videobotschaft des Papstes. Seine undeutliche Sprache, sein hohler Gesichtsausdruck und die Tatsache, dass die Beleuchtung in dem Video unnatürlich und fast inszeniert wirkte, sind alles Merkmale, die von diesen Personen angeführt werden. Einige weisen auf unheimliche Details hin, wie die plötzliche Abwesenheit seines langjährigen Leibarztes, die Tatsache, dass die Vatikan-Apotheke Anfang April das Fehlen bestimmter Medikamente meldete, oder die plötzliche Entlassung eines päpstlichen Helfers nur wenige Tage vor seinem Tod. Ungereimtheiten sind etwas, das selbst erfahrene Vatikan-Beobachter anerkennen. In einer öffentlichen Erklärung stellte Emilia Vanozzi, eine erfahrene italienische Journalistin, die über 3 verschiedene Päpste berichtet hat, die Entscheidung des Vatikans in Frage, den Totenschein zurückzuhalten. Nachdem, was sie schrieb,
gab es für jeden einzelnen Papst in der Geschichte der Neuzeit eine Kette von medizinischen Bestätigungen, einen Namen, eine Erklärung und eine Ursache. Warum nicht jetzt? Hinzu kommt die Frage nach dem versiegelten Raum. Das persönliche Arbeitszimmer des Papstes wurde 2 Tage nach dem Tod des Papstes von der Schweizer Garde versiegelt. Beamte des Vatikans erklärten, dass es sich dabei um ein Standardverfahren handle, aber die Mitarbeiter erklärten, sie hätten noch nie erlebt, dass ein Raum so schnell und mit solcher Gewalt verschlossen wurde. Einer Reihe von Priestern und Angestellten, die regelmäßig mit Franziskus zusammenarbeiteten, wurde mitgeteilt, dass sie bis auf Weiteres nicht in ihre Büros zurückkehren sollten. Die Computer wurden entfernt. Die Telefone funktionierten nicht. Abdeckung für Überwachungskameras gegeben. In einer Erklärung, die veröffentlicht wurde, erklärte der Vatikan, dass die persönlichen Gegenstände des Papstes mit Respekt und Sorgfalt katalogisiert würden. Einige Personen sind der inoffiziellen Meinung, dass Beweise unterschlagen oder vernichtet wurden. Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass Franziskus in den letzten Wochen seines Lebens einen geheimen Brief, geschrieben und an einen unbekannten Bischof außerhalb Italiens geschickt haben könnte. Seine Ängste über die Richtung, in die sich die Kirche bewegte, seine Überzeugung, dass er sich mächtige Feinde gemacht hatte, und seine Besorgnis darüber, dass die Institution, die er liebte, der Erlösung entgleiten würde, wurden in dem Brief beschrieben, wie es heißt. Der betreffende Brief wurde ebenfalls nicht gefunden. Wenn er existiert, wird er von jemandem sehr gut aufbewahrt. Haben wir es mit einer Verschwörung zu tun? Sehr wahrscheinlich. Wenn es um Mythenbildung geht, ist der Vatikan kein Unbekannter. Aber es ist wichtig, dies im Auge zu behalten. In der Vergangenheit sind bereits mehrere Päpste unter mysteriösen Umständen verstorben. Johannes Paul III, der letzte Papst, verstarb nach nur 33 Tagen im Amt. Keine der Autopsien wurde jemals durchgeführt. Kein einziges Mitglied des medizinischen Personals hat jemals erklärt, was passiert ist. Die Vatikanbank ist eine Institution, die schon seit langem mit politischen Manipulationen und Geldwäsche in Verbindung gebracht wird. Seit Jahren vermuten Ermittler und Autoren, dass sein Tod mit einem Plan zur Reform der Vatikanbank zusammenhängt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Es war auch Papst Franziskus, der die Finanzabteilung des Vatikans herausgefordert hat. Er deckte nicht nur jahrzehntelange Veruntreuungen auf, sondern schloss fragwürdige Konten, entließ korrupte Beamte und tat dies auch, nicht nur in Rom, sondern auf der ganzen Welt machte er sich durch sein Handeln Feinde. Für einige Menschen kam sein Tod nicht überraschend. Es war einfach unvermeidlich. Dennoch hatte man bei Francis immer das Gefühl, dass er sich bewusst war, dass er einen Weg ging, der voller Gefahren war, aber er ging ihn trotzdem weiter. In seinen letzten Predigten sprach er über Verrat, Einsamkeit und das Bild eines Hirten, der allein in die Nacht geht. Das waren Worte, die damals poetisch wirkten, heute aber bedenklich erscheinen. Wollte er uns eine Warnung geben? Nach allem, was gesagt und getan wurde, bleibt ein Nachhall, eine kurze Ankündigung, eine Flut von Fragen, die nicht beantwortet wurden, und ein Geheimnis, das so tief und beunruhigend ist wie die römischen Katakomben selbst. Benedikt XVI, Papst Franziskus, ist zurückgetreten. Es ist möglich, dass die Wahrheit über sein Ableben mit ihm begraben wurde, was eine noch erschreckendere Möglichkeit ist. Und bis jemand den Mut hat, sie auszugraben, werden wir möglicherweise nie erfahren, was sich in den letzten Tagen des April 2025 innerhalb der Mauern des Vatikans tatsächlich abgespielt hat. Glauben Sie, dass die Kirche jemals die ganze Geschichte hinter diesen Aufnahmen enthüllen wird? Oder war dies der letzte Kampf von Papst Franziskus gegen das Schweigen? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie denken. Wenn Sie das verblüfft hat, drücken Sie die Gefällt-mir-Taste. Abonnieren Sie die Seite, um mehr exklusives Filmmaterial, nie zuvor gehörte Nachrichten und tiefgehende Einblicke in Momente zu erhalten, die die Geschichte fast begraben hätte.